Was ist ein Patentanwalt? Darum geht es in diesem Video. Ein Patentanwalt ist auf die Beratung in Bezug auf Patente, Marken und Designs spezialisiert und auch beschränkt. Während ein Rechtsanwalt ein sehr breites juristisches Studium abgeschlossen hat, ist ein Patentanwalt erst einmal ein Naturwissenschaftler oder Ingenieur, hat also ein Studium an einer Hochschule in einer Naturwissenschaft oder Ingenieurwissenschaft abgeschlossen, in meinem Fall Chemie, aber es gibt eben auch Biologen, Physiker oder Maschinenbauingenieure oder Elektrotechnikingenieure. All diese Abschlüsse können dazu führen, dass man Patentanwalt werden kann. Warum ist das so? Patentanwälte sollen die Erfindung möglichst gut verstehen. Wenn also ein Erfinder ein neues Haarshampoo erfunden hat oder einen neuen keramischen Werkstoff, dann kann ich als Chemiker eben einigermaßen gut verstehen und nachvollziehen, warum diese Erfindung bestimmte technische Wirkung hat, weil ich das in den Kontext halt setzen kann, in den technischen Kontext. Und das könnte eben ein Rechtsanwalt, der eben kein naturwissenschaftliches Studium oder Ingenieurstudium hinter sich hat, wahrscheinlich schlechter. Wenn allerdings jemand zu mir kommt und sagt, er hat einen neuen Elektromotor erfunden, dann muss ich den an meine Kollegen verweisen, weil ich eben keine Ahnung von Elektromotoren habe. Hier in der Kanzlei gibt es eben auch Maschinenbauer, die haben mit Motoren zu tun, oder Elektrotechniker oder Physiker. Also die Patentanwälte sind auch immer genau auf ein bestimmtes technisches Gebiet spezialisiert. Wenn also jemand mit dem Elektromotor zu mir kommt, dann muss ich ihn an den Kollegen verweisen, damit er halt besser beraten wird. Anschließend an das naturwissenschaftliche Studium macht man eine 2- bis 3-jährige Ausbildung bei einem zugelassenen Patentanwalt und wird dann sogenannter Patentanwaltskandidat. Während dieser Ausbildung zeigt einem der Patentanwalt, der ausbildet, anhand der täglichen Praxis, wie eben der Beruf des Patentanwalts funktioniert, also wie man Marken anmeldet, wie man Patente anmeldet, wie man Designs anmeldet, wie man diese Schutzrechte durchsetzt, wie man Lizenzvereinbarungen aufsetzt, was es mit dem Arbeitnehmererfindergesetz auf sich hat und viele Dinge mehr. Parallel zu der praktischen Ausbildung müssen die Patentanwaltskandidaten ein Studium an der Fernuniversität Hagen absolvieren, das genau auf die Ausbildung der Patentanwälte zugeschnitten ist. Und dort lernt man dann eben sehr speziell Jura, nur 2 Jahre lang. Zum Beispiel gar nicht zum Strafrecht, weil Mord oder solche Dinge interessieren mich als Patentanwalt in der Regel nicht. Und dafür eben mehr zum Beispiel im Bereich ZPO, also wie es vor Gericht zugeht, oder im allgemeinen Teil BGB, was ist ein Vertrag, wie kommt er zustande, was sind Willenserklärungen, also ganz grobe Basics, damit wir das eben so ein bisschen auch später in den Kontext setzen können, was wir in der Praxis gelernt haben. Anschließend an die Ausbildung beim Patentanwalt schließt sich die Ausbildung beim Deutschen Patent- und Markenamt und beim Bundespatentgericht an. Hier lernen die Kandidaten zum einen von den Patent- und Markenprüfern, wie es beim Deutschen Patent- und Markenamt zugeht, und lernen auch von den Richtern am Bundespatentgericht, wie eben dort die einzelnen Fälle gehandhabt werden. Außerdem besuchen die Patentanwaltskandidaten während dieser Zeit Vorlesungen und müssen Probeklausuren schreiben, die auf die endgültige Prüfung zum Patentanwalt vorbereiten. Nach der abschließenden Prüfung am Deutschen Patent- und Markenamt kann der Patentassessor sich dann als Patentanwalt niederlassen. Wichtig für die Patentanwälte ist auch die Zulassung beim Europäischen Patentamt. Hier gibt es eine Durchfallquote von ziemlich konstant 70% und die Prüfung kann einmal im Jahr geschrieben werden. Man kann diese Prüfung wiederholen, allerdings ist es so, dass die Bestehensrate mit der Zeit nicht zunimmt, sondern eher abnimmt, weil eben die Patentanwälte dann meistens schon in irgendeiner Kanzlei tätig sind und sich eben nicht mehr so gut auf die Prüfung vorbereiten können. Durch die Spezialisierung der Patentanwälte auf Patente, Marken und Designs und die vorausgegangene technische Spezialisierung auf ein ganz bestimmtes technisches Gebiet durch das Hochschulstudium treten die Rechtsanwälte in Verletzungsprozessen, also in Patentverletzungsprozessen, in der Regel im Team mit einem Patentanwalt auf. Der Patentanwalt kann dann meistens die technischen Sachverhalte schneller erfassen und so entscheidend auch zum Erfolg von Patentverletzungsprozessen beitragen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann abonnieren Sie doch meinen Kanal, schreiben Sie Ihre Fragen und Kommentare unter dieses Video. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie dieses Video mit Ihren Freunden teilen. Und das Wichtigste zum Schluss:
ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.